What are you doing? Asked Zenobia. Did you ever wonder why the Emperor adopted you? He asked her. She shook her head. He told her. His Majesty wanted to bring the lost gods back. They could make him an eater of souls, an immortal. But to seal his bargain with them, he needed a sacrifice. Someone who truly loved him. She was stunned. Furious. You're lying. Under a truce spell? It's a trick. You can't prove that. Take me to the observatory, and I will. Und jetzt schauen wir mal, was Zenobia, oder wie sich Zenobia besser gesagt entscheidet, wenn wir ihr die Wahrheit komplett offenbart haben. Und das sogar mit Unterstützung von Wissenschaftlern im Nexus, wenn ich mich recht erinnere. Ich glaube irgendwie nicht, dass das Ganze gut gehen wird, aber ich hoffe es sehr. Ich hoffe es wirklich sehr. Ich hoffe es. Sehr. Ja. So. What kind of proof could you possibly have? She said as they landed on the Nexus. Your father ritually sacrificed a village, and he left witnesses? The scientists resurrected one. Well, it's not really alive, but it can talk. A true witness. She frowned. The dead can't lie. Well, I bet they could. They just don't have any reason to. She nodded grimly. You go on ahead. I don't want the ravens to see me. Okay. Bringt Zenobia zum wahren Zeugen. Und das werden wir tun. Jetzt ist die Frage, natürlich müssen wir nach da. Wusste ich. Aha. Mit dem Gehäuse des Skyrippers, das wir jetzt unnötigerweise mit rumschleppen. Das ist echt sinnlos, dieses Gehäuse. Warte mal, wir müssen nach Leben gucken. Und nach Energie. Perfekt. Allein schon deswegen hat es sich jetzt gelohnt, die ganzen Dinger kaputt zu schlagen. Yep, das hat es gebracht. So, links, rechts. Rechts gibt es nichts Spannendes, deswegen gehen wir links. Also rechts gab es, glaube ich, nur eine Truhe. So. Und hier ist das eigentliche Spannende. So, was finden wir hier? Noch ein paar Gegner direkt. Hinter diesem Tor. So. Okay. Das Flammenschwert ist geil. Das Flammenschwert ist aber genau das gleiche. Das stört mich genau das gleiche wie bei den anderen Schwertern. Oder wie bei dem ab 30 können wir Sachen one-hitten. Und dann haben wir halt eine geringere Combo. Und das stört mich auch beim Flammenschwert, weil das Flammenschwert macht dir die Gegner schneller down über Zeit und hilft, finde ich, brutalst. Ich finde, das Flammenschwert ist einfach richtig gut, was Gegner töten angeht. Aber es ist halt genauso dödelig, weil wir da keine hohe Combo erzielen können. Genau das gleiche mit dem Eisschwert. Wenn wir die Gegner hier einfrieren, können wir sie, glaube ich, mit einem Hit töten. Danach, also wenn sie eingefroren sind. Aber das macht ja auch die Combo geringer. Also alles ein bisschen dödelig. So, zack, zack. She caught up with him. Don't you think I'd know if my father wanted to invoke the lost gods? Would he tell you? No. Would you help him? No. I'd burn his books. Why'd he adopt a stray cat? You don't ask a thing like that. No, not when there's no good answer, she said, her whiskers twitching. Oh. Das heißt, sie wusste vielleicht sogar schon ein bisschen Bescheid. So wie sie gerade reagiert hat. Aber wir sind ja hier und offenbaren hier gleich. Wenn wir es ihr offenbart haben, und dann hoffen wir einfach, dass wir eine tolle finale Zukunft mit ihr schaffen können. Die Sache ist nur, ich denke nicht, dass Lapino tot ist. Und ich denke, er wird uns am Ende nur wieder umbringen. Wir haben ihn ja nicht gerettet. Und... The scientist at the observatory had a true witness to one of the Emperor's blasphemous rituals. The dead could be made to speak for a short while. Interestingly, they could not be made to lie. After all, what do they have to lose or gain by lying? Ich habe immer noch nicht so... Ich kann immer noch nicht so sagen, so ja, ich bin 100% davon überzeugt oder sonst irgendwas. Einfach nur, weil ich nicht weiß, was mit Lapino jetzt gerade ist. Also ob der Kerl immer noch am Leben ist. Weil rein theoretisch war das ja alles nur eine Falle von ihm. Uns gegenüber. Auf der anderen Seite weiß ich auch nicht, wie Zenobia sich jetzt entscheiden wird. Und ich hoffe einfach, dass sie die richtige Wahl treffen wird. Zack.
Und da hinten sehen wir mal wieder einen Feuermagier. Ist auch mal wieder was Neues. Und komm. Oh. Kommt her. Und zack. Zack. Ach ja, das ist das Schöne, wenn man alles one-hittet. Das macht einfach gar keinen Stress mehr. Zack. Darüber. Sehen wir noch eine kleine Truhe. Mit Leben. Und wie... Wow, wie viel Leben. Ach du Scheiße. Energie haben wir trotzdem noch nicht voll. Naja, sei es drum. Das passt jetzt. So, wir suchen jetzt einen toten Zeugen. Oder? Täusche ich mich da gerade? So, da unten waren wir aber auch schon mal. Und das sollte auch, glaube ich, schon das Ende sein. The observatory was a burning hulk. Dead scientists and black feathers everywhere. The ravens had burned the reanimated witness to cinders. Renato was stunned. There goes my proof. These were scientists, not rebels, Zenobia said, upset. Why would he do this? I don't know. Let's go to the fleet and ask him. Yes. I'll meet you on the mountains. There's something I have to get first. But could he afford to meet her in the mountains? He'd given the Empire the location of the secret rebel base. They would need rescuing. Na, jetzt sind wir wieder hier. Und wir gehen Zenobia nach. Why was he going to meet up with her? Wasn't it more important to rescue the rebel council from the almost certain Imperial attack? Why was he in this war anyway? Was it really to fight the good fight, or did he just want to see her again? One of these days, Renato thought, I should really figure out my motives before I pounce. Nah. Und jetzt schauen wir mal, ob das richtig war. Gott. Ich bin richtig gespannt, ob wir zum richtigen Ende kommen. Und ich würde mich so freuen, wenn wir das schaffen. Das wäre einfach geil. Das wäre einfach richtig toll. Aber wir wissen es noch nicht. Was it true? Was he on this adventure just to see Zenobia again? The Imperial heir was not an easy cat to see. Well, she'd ignored all his Kwanzaa gifts. And on the other paw, trying to get a date by joining a war against your intended was, let's say, pretty optimistic. But on the back paw, thought Renato, yes, it sounded exactly like him. Good, I'm so glad we had this little chat, he told himself. This could be the new aerobics craze. Am I right? Yes. So. Mal wieder nur Gesundheit. Was aber gar nicht mal so schlimm ist, denn wir suchen jetzt nur noch Zenobia und hoffen, dass uns das zu dem richtigen Ende führt. Ach, das wäre so schön. So, noch ein paar Gegner. Brennt alle. Ich finde, das Leerenschwert ist auch so ziemlich das Coolste, was so vom Setting her angeht und vor allem, dass wir so schnell angreifen können und sowas. Das hat definitiv Style. Ah, da haben wir es verpennt zu blocken. Das war gut. Renato wondered where he could find a snack. He was feeling a bit peckish. So, und das finde ich auch das Coole, dass wir mit der Power nochmal schneller rennen. Oder? Täusche ich mich da? Also schneller angreifen. Okay, jetzt haben wir sie alle verbraucht. Na gut, sei es drum. Schneller angreifen können wir alle Male. Schneller rennen, glaube ich auch. Aber ich weiß es nicht. So, wir gehen nach da. Warte mal, wir standen gerade in diesem komischen Tor. Kann man mal machen. Und zack. Letzter. Wunderschön. This is quite the view, he thought. Und noch mehr Raben. Und zack. Wow. 2, das war aber fies. Das konnte ich halt gar nicht mal blocken. Egal. Wir sind wieder Level Up. Perfekt. There were a lot of dead ravens along the side of the road. Someone had rampaged through here on a killing spree. What had Zenobia gone to get? He had a chilling feeling
It was the Iblis stone. Zenobia was level-headed. The stone could make anyone bloodthirsty. You could tell her style from the blade work on the dead bird. Warte mal. Das wäre aber nicht gut, wenn Zenobia jetzt von diesem Stein besessen wäre. Das würde uns definitiv nicht helfen. Oh, Mist. Zack. Und wieder eine sinnlose Truhe. Aber immerhin eine Truhe. Ich meine, komm. Es ist besser als nichts, ja. Dieses Feeling, sie aufzumachen, da denkt man sich so schon, ach, immerhin etwas. So, noch mehr Raben. Oh, schön. The mysterious sword from the east made you so fast you could catch a fly with your chopsticks. Oh, zack. That's what you really want. Oh, oh, schön. Bam. Aber es war ein mangelhafter Kampfstil. Es tut mir natürlich leid. So, und wir laufen wieder mal so brutal schnell. Das ist unglaublich. So, weiter geht's. Wir sind gleich ganz weit oben. Zack. Einmal den Schalter umlegen. Oh, das war gutes Timing. Direkt wieder zu. Und jetzt. Oh, wir können erst noch kurz was upgraden. Das ist natürlich toll. Deswegen, wir machen einfach das hier. Wird bei einer 20er-Kombo dann schon freigeschaltet. Das ist gut. Oh Gott, der Iblis Stone. Nein. Zenobia, nein. He reached the summit, expecting no one. But there she was, steaming, pacing. Nein. I'm gonna kill him, she said. I'm gonna kill all his ravens. And then him. And then his family. And all their eggs and tadpoles. And then I'm gonna burn down their pond. Did you go and get the Iblis stone? You see, all these ravens I killed. So much power. Yeah, great, Renata said. You really want power from a demonic rock? You want the stone, don't you? Not really. Good. I'd rather not have to kill you. He told her he loved her. That he wouldn't let the Iblis stone take her, even if he had to die for it. Well, he planned to tell her. Now didn't seem like the right time. She'd probably cool off in a bit. So he let her get in her ship and fly off. He rushed back to the Farfarer and followed her, keeping a healthy distance. Zenobia's ship was just visible through the clouds ahead. How could he reason with her? But he had to. The rebels were down for the count. No wonder. He betrayed the location of their base and then he'd abandoned them. And if she became Empress while she was in the grip of the Iblis Stone, if she became Empress by murdering her father, she could still be a great Empress. But she could also be a nightmare Empress. She had to be stopped. Und jetzt müssen wir Zenobia aufhalten. Und das werden wir in der nächsten Folge tun. Macht's gut, bis dahin. Euer Dace.